Vor 2 Jahren hat mein Papi versucht, sich das Leben zu nehmen. Das hat mich heftig durchgeschüttelt. Ich habe jetzt schon länger gewusst, dass es ihm nicht gut geht. Meine Eltern sind getrennt, ich wohne bei Mami. Ich habe meinen Papi aber trotzdem regelmäßig gesehen und am Anfang haben wir auch immer eine gute Zeit miteinander. Doch dann hat er sich immer weniger um mich gekümmert. Ich hätte mir gewünscht, dass wir zusammen Sachen machen. Aber er ist einfach daheim geblieben und ich bin allein in der Nachbarschaft rumgestünnert. Ich habe ihn auf das angesprochen, aber das ist wie nicht bei ihm angekommen. Er hat immer weniger auf mich reagiert. Er hat sich abgeschottet und sich gehen lassen. Auch hat er sich immer öfters negativ geäussert über seine Arbeit. Einmal hat er sogar gesagt, dass er eines Tages geht, weil er es nicht mehr aushält. Ich habe mir damals aber noch nicht allzu viel gedacht zu dieser Aussage. Aber irgendwann ist es mir immer unwohl geworden, ihn zu besuchen. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich ihn nicht mehr sehen will, wenn sich nichts ändert. Wir haben gestritten und ich habe ihn dann eine Zeit lang wirklich nicht mehr gesehen. Bis er mir eines Tages angerufen hat. Total verzweifelt. Und brüllt hat und gesagt, dass er nicht mehr leben will. Und dass wir dann in der Zeitung lesen können, wenn er tot ist. Das hat mich total schockiert. Ich habe nicht gewusst, was machen. Ich habe meinem Papi gesagt, er soll sich doch bei einer Therapie anmelden. Oder dass wir zusammen einen Ort finden für ihn, wo wir ihm helfen kann. Darauf ist er aber überhaupt nicht eingegangen. Ich habe mich total ohnmächtig gefühlt. Und nicht mehr gewusst, was machen. Ich hatte das Gefühl, es sei jetzt an mir, zu schauen, dass es ihm wieder besser geht. Gleichzeitig hat es mich auch total aufgeregt, dass er sich null helfen will. 2 Tage später haben wir einen Anruf bekommen, dass der Papi im Spital sei. Er hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Für mich ist die Welt zusammengefallen. Ich habe mich unschuldig gefühlt. Und gleichzeitig bin ich gerade noch mehr hässig auf ihn. Dass er mich so im Stich lässt und so etwas Schlimmes überhaupt macht. Darum habe ich ihn am Anfang auch nicht besuchen im Spital. Und auch später nicht, als er in einer psychiatrischen Klinik war. Zum Glück war meine Mami sehr fest da für mich in dieser Zeit. Sie hat viel mit mir geredet und mir zugehört. Dort habe ich dann gemerkt, dass es schlauer gewesen wäre, mich ihr oder einem anderen Erwachsenen viel früher anzuvertrauen. Ich hätte die Schuld, die Ohnmacht nach dem Papi seine Drohungen nicht in mich hineinfressen. Das Mami und ich haben dann zusammen entschieden, dass wir uns Hilfe holen. Weil auch wir Hilfe brauchen. Nicht nur der Papi. Wir sind zu einer Therapeutin. Ich habe mich sehr schuldig gefühlt, wie ich den Papi weggestossen habe. Dort habe ich dann aber nach und nach verstanden, dass mich keine Schuld trifft an dem Ganzen. Mein Papi hat mir dann einen langen Brief geschrieben. Er hat versucht zu erklären, was mit ihm damals passiert ist, was in ihm vorgegangen ist. Wie er dank seiner Therapie dran ist, die Sachen aufzuarbeiten. Ich sehe ihn jetzt wieder regelmäßiger. Und es geht ihm viel besser. Dass ich so unterschiedliche Gefühle hatte in dieser Zeit, in alle Richtungen. Das war extrem unangenehm. Aber auch völlig normal. Geholfen hat mir, die Gefühle nicht wegzuschieben, sondern einfach einmal zuzulassen. Und besonders geholfen hat es mir mit der Mami und der Therapeutin über all das reden. So hat es mit der Zeit weniger wehgetan.